Egal, ob du neu bist in Krypto oder schon investiert hast, was musst du über die Umlaufmenge, die Gesamtmenge und die Marktkapitalisierung wissen, um Krypto besser zu verstehen? Und noch viel wichtiger, was bringt dir das Wissen überhaupt? Die wichtigsten Finanzkennzahlen in Krypto einfach erklärt. Bist du bereit? Abo dagelassen, um auch in Zukunft informiert zu bleiben? Ja gut, dann legen wir los. Ist doch eigentlich völlig easy, oder? Ich schmeiß mein Geld einfach in den Coin, von dem es nur wenig in der Stückzahl gibt, wie Bitcoin zum Beispiel. Oder bei dem ich für wenig Geld am meisten Coins bekomme. Doch was passiert, wenn plötzlich lauter Tokens den Markt überschwemmen und der Kurs absackt? Vielleicht hätten mir da die Kennzahlen geholfen. Umlaufmenge, Market Cap, die hast du vielleicht schon mal aus dem Aktienmarkt gehört. Doch in Krypto können wir sie etwas anders interpretieren und in Bezug auf unsere Investments anwenden. Beginnen wir doch einfach mit der Umlaufmenge. Die Umlaufmenge, auf Englisch Circulation Supply, ist definiert als die Menge aller Coins, die momentan im Umlauf sind. Zum Beispiel zirkulieren Stand des Videos über 19 Millionen Bitcoin im Bitcoin-Netzwerk frei herum. Um die Umlaufmenge zu berechnen, musst du nur die Marktkapitalisierung durch den aktuellen Preis der Kryptowährung teilen. Beispiel: Bitcoin hat zum Stand des Videos eine Marktkapitalisierung von knapp 950 Milliarden Dollar. 950 Milliarden geteilt durch 48.000 Dollar, das ist der aktuelle Preis zum Stand des Videos, macht, wenn wir es grob hochkalkulieren, über 19 Millionen Bitcoin. Die Rechnung stimmt also. Was bringt jetzt dieses Wissen? Diese Umlaufmenge kann durch deflationäre Mechanismen reduziert werden. In Krypto macht man das zum Beispiel mit sogenannten Burning-Mechanismen. Bei Burns werden die Tokens endgültig vernichtet, verbrannt und damit aus dem Umlauf genommen. Die Folge: bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage kann Burning einen Preisanstieg auslösen. Andersherum kann sich die Umlaufmenge durch inflationäre Mechanismen erhöhen. Dazu gehört zum Beispiel das Abbauen von neuen Münzen durch Mining oder die Ausschüttung von bereits vorproduzierten, aber noch nicht ausgeschütteten Staking Rewards. Die Sorge wäre hier jedoch, dass mehr Tokens auf dem freien Markt die bestehenden Tokens entwerten und einen Preisverfall auslösen. Aus diesem Grund müssen viele inflationäre Kryptoprojekte lukrative Anreize einsetzen, um neue Nutzer, damit die Nachfrage und damit ihre Netzwerkexpansion anzutreiben. Dieses Wirtschaftsmodell mit einer leichten Inflationsrate ist nichts Neues. Ja, woher? Machen das nicht auch unsere Zentralbanken so? Die Wirtschaft konnte florieren, die Industrie konnte schneller voranschreiten. Das gefiel wiederum der Weltwirtschaft und den Staaten und die druckten deswegen noch mehr Geld. Dann kam die Weltwirtschaftskrise 1929 und die beiden Weltkriege. Die Länder brauchten finanzielle Mittel, Inflation half dabei, den Krieg zu bezahlen. Also wurde wieder Geld gedruckt. Also, unsere Zentralbanken erhöhen ebenfalls die Umlaufmenge von Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln und den Staatshaushalt zu finanzieren. Das angepeilte 2% Inflationsziel allerdings, das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ethereum ist übrigens ein Beispiel dafür, wie sich die Umlaufmenge ständig reduziert und ständig erhöht. Was überwiegt denn nun? Inflation oder Deflation? Im September 2022 stellte die zweitgrößte Kryptowährung von Mining auf Staking um. Seit diesem sogenannten Merge verzeichnet Ethereum im Schnitt eine leicht negative Inflationsrate von minus 0,2%. Es werden momentan mehr ETH verbrannt, als durch Staking-Belohnungen neu geschaffen werden, was in Summe die Umlaufmenge von ETH reduziert. Also im Moment ist Ethereum mehr deflationär. Das zum Thema Umlaufmenge. Die Umlaufmenge ist jetzt immer Teil der Gesamtmenge bzw. Maximalmenge. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Gesamt- und Maximalmenge? Die Gesamtmenge, auch Total Supply, berücksichtigt alle Coins. Die Umlaufmenge plus alle, die gesperrt, reserviert sind oder bereits vernichtet wurden. Diese Kennzahl ist vergleichbar mit ausstehenden Aktien an der Börse. Anders als Aktien jedoch werden Kryptowährungen nach einem vordefinierten Schema programmiert. Denkt nochmal an das Beispiel von Ethereum. Bei Ethereum, wie bei vielen anderen Projekten auch, variiert die Gesamtmenge eben aufgrund der verschiedenen inflationären und deflationären Mechanismen. Andere Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel haben dagegen eine Maximalmenge oder auch Maximal Supply. Das bedeutet,
dass unabhängig davon, wie viele Bitcoin im Laufe der Zeit neu geschürft werden, dass niemals mehr als diese 21 Millionen Bitcoin existieren werden. Diese 21 Millionen Coins, so geht man anhand des Halvings aus, sollen sich erst nach über 100 Jahren vollständig im Umlauf befinden. Bei Coins mit Maximalsupply ist das Angebot endlich. Das macht es leichter, das langfristige Angebot abzuschätzen, wie knapp ein Coin werden könnte. Eine Gesamtmenge hingegen gibt nur den aktuellen Status des Angebots wieder. Auch wenn hier in Zukunft ebenso eine Preissteigerung möglich ist, ist es schwieriger, langfristige Aussagen zu treffen. Hier musst du neben den Emissionsplänen weitere Faktoren wie zum Beispiel Netzwerkgröße und andere Mehrwerte berücksichtigen. Frag dich zum Beispiel zusätzlich sowas wie: Welchen Zweck erfüllt der Token und wie mächtig sind die Bedürfnisse hinter diesem Zweck? Braucht der Nutzer oder das Dienstprogramm den Token zwingend? Wird die Umlaufmenge knapper, wenn der Token nützlicher wird? Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Was bringt dir das Wissen um die Gesamtmenge? Die Gesamtmenge kann den Preis beeinflussen. Dazu 2 Punkte. Der erste Punkt ist eine leichte Erhöhung der Umlaufmenge, wie die EZB ihre 2% Inflation haben möchte. Das ist ja oft gewünscht und ist ja auch gut für die Beliebtheit, in dem Fall für ein Kryptoprojekt. Allerdings eine zu hohe Inflation, eine ungeplante Hyperinflation, ob das jetzt durch Hacks oder durch fehlerhafte Prägungen passiert, das kann ein Projekt komplett crashen. Dieses Hyperinflationsrisiko besteht unter anderem bei DeFi-Projekten wie algorithmischen Stablecoins. Bei diesen Stablecoins erhöhen oder reduzieren spezielle Algorithmen die Umlaufmenge des Coins je nach Angebot und Nachfrage, um diesen Preis ja konstant zu halten. 2022, da ging der Schuss nach hinten los. Damals wurde der Terra-Stablecoin UST zu stark vom Dollarpreis entkoppelt. Daraufhin musste das Terra-Team neue Luna-Tokens prägen, um den Stablecoin zu stabilisieren. Die Umlaufmenge und damit auch die Gesamtmenge an Luna-Tokens stieg wucherartig hyperinflationär an. Berichten zufolge innerhalb weniger Tage von über 340 Millionen auf 6,5 Billionen, was einem rund 19.000-fachen Anstieg entspricht. Der Preis stürzte innerhalb kurzer Zeit über 90% ab. Der Token war wertlos, das Kapital der Anleger tot. Durch den Fall von Terra Luna musste der gesamte Kryptomarkt bluten. Um das Anlegervertrauen zurückzugewinnen, sichern mittlerweile immer mehr DeFi-Projekte wie Maker ihre Stablecoins verstärkt mit zusätzlichen Einlagen ab. Punkt Nummer 2. Allgemein gesprochen, je höher der Anteil der Umlaufmenge an der Gesamtmenge ist, desto besser für dich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein drastischer Preisverfall durch einen Verwässerungseffekt eintritt, ist geringer. Bei Bitcoin zum Beispiel sind bereits mehr als 90% im Umlauf. Dadurch weißt du, da kommen nicht mehr viele neue Coins auf den Markt dazu, die das Angebot erhöhen und deinen Gewinn verwässern könnten. Es gibt eine grobe Faustregel, die dir vielleicht helfen kann. Bei einer Umlaufmenge von unter 50% riskierst du ein sehr hohes Verwässerungsrisiko, bei einer Umlaufmenge über 80% dann hingegen tendenziell schon eher weniger. Allerdings bewahrt das deine Gewinne nicht vor einem Ausfallrisiko oder einem Hack. Auch um die normalen Marktschwankungen, Bullen-, Bärenmärkte kommst du nicht drum herum. Aus diesem Grund erreichte Bitcoin sein letztes Allzeithoch im Bullenmarkt 2021 bei über 68.000 und sank im Bärenmarkt zwischenzeitlich auf 16.000 ab. Kannst du mir noch mal erklären, was die Marktkapitalisierung ist und worauf ich achten muss? Ja klar, machen wir doch. Die Marktkapitalisierung, auf Englisch Market Cap, beschreibt den gesamten Wert aller Coins bzw. Tokens in Euro oder Dollar. Um die Market Cap zu berechnen, multiplizierst du einfach die Umlaufmenge mit dem aktuellen Preis. Beispiel: $48.000 Bitcoin-Preis aktuell mal 19,6 Millionen Bitcoin Umlaufmenge und du kommst hochkalkuliert auf diese knapp 950 Milliarden Dollar Market Cap für Bitcoin zum aktuellen Stand des Videos. Die Market Cap wird ähnlich wie bei den Aktien berechnet. Allerdings
schwanken Kryptowährungen viel stärker. Wenn du jetzt das Video schaust, wird Bitcoin wahrscheinlich schon wieder eine ganz andere Market Cap haben. Worauf musst du jetzt bei der Market Cap achten? Was ist wichtig für dich? Die Market Cap weist darauf hin, wie beliebt eine Kryptowährung momentan ist. Man spricht häufig von den 3 Stufen Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Als Large Caps werden Kryptowährungen mit einer Market Cap von über 10 Milliarden Dollar bezeichnet. Sie gelten, soweit man bei Krypto von sicher sprechen kann, noch von allen am sichersten und stabilsten, versprechen aber auch am wenigsten Wachstumspotenzial und damit geringere Renditechancen. Large Caps üben wie Magneten eine gewisse Anziehungskraft auf Investoren aus, insbesondere auf professionelle Trader und Institute. Für sie wird es einfacher, ihre Handelsposition ohne signifikante Preisauswirkungen zu öffnen und zu schließen. Das führt wiederum zu höheren Handelsvolumina, da mehr Käufe und Verkäufe stattfinden. Mehr Käufe und Verkäufe erhöhen wiederum die Liquidität. Erhöhte Liquidität führt wiederum zu mehr Handel, Investitionen und erhöht die Market Cap von Large Caps. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Die 5 wertvollsten Coins nach Marktkapitalisierung sind im Moment Bitcoin, Ethereum, der Stablecoin USDT, der Binance Coin, BNB und Solana. Als Midcaps gelten die Projekte zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar. Midcaps sind zum Beispiel gerade Chainlink, ICP, Algorand, Quant und viele mehr. Midcaps bieten im Vergleich zu Large Caps mehr Wachstumspotenzial, aber auch mehr Verlustrisiken. Small Caps unter 1 Milliarde US-Dollar gelten allgemein als hochspekulativ und wegen ihrer geringen Market Cap als extremst volatil, locken dafür aber andererseits mit den höchsten Renditechancen. Bitte investiere in Small Caps nur das Geld, was du bereit bist zu verlieren. Hier liegen ungeschliffene Rohdiamanten neben Schummelprojekten leider dicht beieinander. Allein nur auf die Market Cap zu schauen, wenn du in einen Coin investierst, ist riskant. Ein Investment in eine Kryptowährung mag zwar als sicherer gelten, je höher diese ist, doch zumindest genauso relevant für dich ist es, wie lang der Coin schon dort oben verweilt. Denn je länger ein Projekt unter den Top 10 verweilt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Anleger langfristig an das Projekt glauben. Bitcoin dominierte von Beginn an den Markt. 2014, 2015 kamen Kryptowährungen wie XRP, Litecoin oder Dogecoin dazu. Alles heute noch Top 20 Projekte. 2016 holte Ethereum schlagartig auf und belegte Platz 3 hinter Bitcoin und XRP, überholte dann im gleichen Jahr sogar XRP und ist seitdem unangefochten die zweitgrößte Kryptowährung. 2017, 2018 Bullrun. Privacy Coins wie Monero, Dash, Zcash, sie hatten alle ihre Phase und ihre Blütezeiten. Parallel kamen viele neue Projekte sprunghaft unter die Top 20, nur um dann wieder zu verschwinden. Projekte wie Auge zum Beispiel oder Golem. 2018 spitzt sich die Bullrun-Lage zu. Projekte wie Cardano kommen unter die Top 20, VeChain, IOTA, Tron, Stellar, XLM, alle mal in den Top 20. 2019 war Bitcoin Cash direkt hinter XRP, IOTA war unter den Top 10. 2020 wurde Binance Coin BNB ganz groß und überholte Cardano und Stellar. 2020, 2021 der Schlagabtausch an der Spitze wird schneller, es war wieder Bullrun. Chainlink, Polkadot, Uniswap, BNB überholt XRP. Das erste Mal taucht hier sogar Solana so richtig auf, ebenso Filecoin oder Theta. 2022 Solana und der USDC Stablecoin geben Gas. Shiba Inu und Avalanche erobern den Schauplatz. 2023 ist Tether da, der größte Stablecoin aller Zeiten. Solana und Cardano liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch dann kommt Dogecoin. Dogecoin holt zum Gegenschlag aus. Wir haben 2024, wer gewinnt die Kryptosaison? In der Spitzen-Kryptoliga spielen viele bekannte Meister mit wie XRP oder Chainlink. Wenig neue Gesichter. Doch das könnte sich mit dem nächsten Bullrun ändern, wenn die gesamte Market Cap steigt. Ein Anleger, der im richtigen Moment aufs richtige Pferd setzt, kann am Ende profitieren oder alles verlieren. Wie beeinflussen die Umlaufmenge und der Preis die Marktkapitalisierung? Um deine Frage zu beantworten, werfen wir nochmal einen Blick auf die Formel. Denn wie du dort erkennst, ist die Market Cap direkt vom Preis abhängig. Angenommen, du kaufst eine Kryptowährung zu einem Anfangspreis von $10 das Stück.
Und dann erhöht zum Beispiel das Unternehmen hinter dem Projekt die Umlaufmenge von 1 Million auf 1,5 Millionen, weil die sonst das Netzwerk gar nicht mehr finanzieren können. Was könnte passieren? Die Anleger könnten sich über den Tisch gezogen fühlen. Sie finden die neue Inflation ziemlich beschissen und verstehen nicht, warum mehr Tokens emittiert wurden. Die Folge: Sie verkaufen ihre lang gehaltenen Coins ruckartig ab. Der Preis gerät unter Druck. Zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage. Der Preis fällt von 10 auf $6. Die Market Cap sinkt von 10 auf $9 Millionen. Dieses Szenario ist ein Beispiel dafür, dass die Market Cap nicht automatisch steigt, nur wenn die Umlaufmenge steigt. Im Umkehrschluss, lass dich nicht vom Preis verleiten, wenn du kaufst. Für uns sieht es logisch aus, dass teure Kryptowährungen ja auch oben liegen müssen. Bitcoin ist pro Coin teuer und liegt auf Platz 1. Ethereum um ein Vielfaches günstiger als Bitcoin liegt auf Platz 2. Doch, hey, es ist doch komisch, dass dann Projekte XRP zum Beispiel mit $0,5 oder Shiba Inu mit 5 Nullen hinter dem Komma so günstig sind und trotzdem da oben stehen. Wie kann das sein? Es liegt daran, dass die Market Cap abhängig vom Preis ist und von der Umlaufmenge. Ein günstiges Projekt ist per se nicht schlecht und kann ebenfalls eine hohe Market Cap haben, wenn die Umlaufmenge dafür verhältnismäßig sehr hoch ist. Shiba Inu hat zum Beispiel eine Umlaufmenge von momentan rund 590 Milliarden Tokens und erreicht damit trotz günstigem Preis eine Market Cap von über 5 Milliarden. Andersherum muss ein teures Projekt nicht automatisch eine höhere Marktkapitalisierung haben als ein günstiges. Ein teurer Preis kann einfach nur auf eine sehr geringe Umlaufmenge hindeuten. Solana und BNB haben zum Beispiel im Moment fast die gleiche Market Cap und das, obwohl BNB 3-mal so teuer ist wie Solana. Dafür sind momentan knapp 3-mal weniger BNB-Tokens im Umlauf als Solana. Wie wertvoll ein Coin also wirklich ist nicht so einfach anhand der Market Cap zu sagen. Von daher abschließend habe ich 3 Tipps für dich, wenn du die Market Cap anschaust. Und zwar Tipp 1, es gibt nicht die eine echte Market Cap. Die Market Cap variiert sogar in diesem Moment auf den einzelnen Börsen um wenige Prozentpunkte. Denn die Preise unterscheiden sich je nach Gebühren, Handelsvolumen und Liquidität auf den Plattformen. Um möglichst getreu die reale Market Cap abzubilden, ziehen sich Webseiten wie CoinMarketCap zum Beispiel mehrere Daten ran und rechnen daraus den Referenzpreis hoch. Tipp 2. Die Market Cap gibt dir keine direkten Hinweise auf das 24-Stunden-Handelsvolumen. Mach dir also ein umfassenderes Bild, bevor du dein Geld investierst. Wirf einen Blick auf das aktuelle Handelsvolumen und schau dir weitere Fundamentaldaten an. Und Tipp 3. Berücksichtige zusätzlich die vollständig verwässerte Market Cap. Auf Englisch Fully Diluted Market Cap, FDMC. Die FDMC sagt aus, wie hoch die Market Cap sein könnte, wenn alle Coins im Umlauf wären, die jemals existieren. Es handelt sich also um eine fiktive Hochrechnung, kein gültiges Gesetz. Dennoch kannst du mit dir abschätzen, wie stark deine Investition verwässern könnte, wenn du langfristig hältst. Je kleiner die Differenz zur normalen Market Cap, desto besser, denn desto geringer könnte diese Verwässerung ausfallen. Die FDMC kannst du ganz einfach berechnen. Als Beispiel: die Maximalmenge von Bitcoin mit 21 Millionen Coins mal die $48.000, das ist der aktuelle Preis, macht eine FDMC von ungefähr $1 Billion. Die Differenz zur normalen Market Cap beträgt damit aktuell über 50 Milliarden Dollar. Die Verwässerung bei einem Langzeitinvestment wäre also vergleichsweise gering. Zusammengefasst: Das Wissen um die verschiedenen Kennzahlen kann dir helfen, den Wert einer Kryptowährung besser einzuschätzen. Die Market Cap hilft dir, die Projekte in Relation zueinander zu setzen. Sie gibt dir Antworten darauf, wie deine Mitinvestoren das Projekt einschätzen. Ob andere das Projekt, was du gut findest, auch gut finden. Weitere Kennzahlen wie Umlaufmenge, Gesamtmenge oder die FDMC helfen dir herauszufinden, ob der Wert eines Projekts in Zukunft steigen könnte und wie stark dein Geld verwässert, wenn du jetzt einkaufen würdest. Aber Vorsicht! All diese Kennzahlen haben auch ihre Schwächen. Eine Market Cap sagt dir zum Beispiel nichts über das Handelsvolumen aus und die Liquidität. Ein Large Cap Projekt wird dich nicht vor den allgemeinen Marktschwankungen bewahren. Um dein Investmentrisiko zu senken, musst du weitere Faktoren bei deiner Recherche berücksichtigen. Markttrends, die Roadmap, das Team zum Beispiel.
Die können ebenso über Erfolg und Niederlage entscheiden. Ob ein Projekt am Ende erfolgreich ist, hängt nicht nur davon ab, wer die beste Technologie anbietet. Der Erfolg ist multifaktoriell bedingt. Nimm dir jetzt die Zeit, es könnte sich später lohnen. Ich wünsche dir dafür viel Erfolg. Allein nur auf die Märkte, um möglichst getreu die reale Marketkette bei einer Umlaufmenge unter 50% insbesondere auf professionelle Trader.